Guten Tag zusammen. Willkommen bei Dankecast Deutsch. Ich bin Henry und heute sind wir wieder hier mit einer neuen Episode für euch. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo, hallo, ich bin Emilia und ich freue mich sehr, heute wieder mit euch zu sprechen. Heute haben wir ein besonderes Thema für euch. Wir sprechen darüber, wann wir uns sehr glücklich gefühlt haben. Das ist ein schönes Thema, oder? Ja, absolut. Jeder von uns hat solche Momente. Besondere Momente, wo man einfach denkt, das Leben ist wirklich schön. Habt ihr auch solche Momente, liebe Zuhörer? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir lesen wirklich alles. Genau, und eine kleine Frage an euch, bevor wir anfangen. Wann habt ihr das letzte Mal wirklich gelacht? Von Herzen gelacht? Denkt kurz nach, solche Momente sind so wichtig. Okay, Henry, fang du an. Wann warst du das letzte Mal sehr glücklich? Oh, ich muss ein bisschen nachdenken. Es gibt viele Momente, aber einer bleibt mir ganz besonders im Gedächtnis. Das war vor etwa 2 Jahren. Ich war mit meiner Familie in den Bergen, in Bayern, in den Alpen. Wir haben ein ganzes Wochenende dort verbracht. Oh, das klingt wunderschön. Die bayerischen Alpen sind wirklich traumhaft. Ich war einmal dort und ich habe es nie vergessen. Wer war alles dabei? Meine Eltern, meine Schwester und ich. Es war ein Samstag im Sommer. Das Wetter war perfekt. Die Sonne hat geschienen, aber es war nicht zu heiß. Ein angenehmer Wind kam von den Bergen. Wir haben eine kleine Wanderung gemacht. Nichts Schwieriges, nur ein paar Stunden durch die Natur. Das klingt herrlich. Ich stelle mir gerade grüne Wiesen, blauen Himmel und frische Bergluft vor. Genau das, was man manchmal braucht. Genau so war es. Und weißt du, was das Besondere war? Mein Vater ist normalerweise sehr beschäftigt. Er arbeitet viel und wir sehen ihn manchmal nicht so oft. Aber an diesem Wochenende hatte er sein Handy ausgeschaltet. Komplett. Keine Anrufe, keine E-Mails, nichts. Wow, das ist wirklich besonders. Wir sind alle so abhängig von unseren Handys, oder? Ich gebe es zu, ich schaue auch zu oft auf meins. Manchmal schaue ich auf das Handy, obwohl gar nichts Neues da ist. Ja, ich auch. Aber an diesem Tag war alles anders. Wir haben gewandert und geredet, wirklich geredet, ohne Ablenkung. Mein Vater hat mir Geschichten aus seiner Kindheit erzählt. Dinge, die ich noch nie gehört hatte. Wie er als kleiner Junge in den Bergen gespielt hat. Ganz andere Zeiten damals. Das ist so schön. Manchmal lernt man die eigene Familie erst als Erwachsener wirklich kennen. Man denkt, man kennt die Eltern gut und dann hört man eine Geschichte und denkt, das wusste ich gar nicht. Und dann, was ist passiert? Wir sind auf einen kleinen Gipfel gekommen. Einen wunderschönen Aussichtspunkt. Nicht der höchste Berg, aber die Aussicht war unglaublich. Und als wir oben standen, habe ich einfach in die Ferne geschaut. Berge überall, kleine Dörfer, ein See unten im Tal. Es war so still, so friedlich. Und wie hast du dich in diesem Moment gefühlt? Ich habe mich unglaublich glücklich gefühlt, wirklich. Es ist schwer zu beschreiben. Ein Gefühl von Freiheit und Dankbarkeit gleichzeitig. Ich war so dankbar für meine Familie. Und ich dachte ganz klar, mehr brauche ich nicht. Das hier ist genug. Das hier ist alles. Das ist wunderschön, Henry. Ich bekomme fast eine Gänsehaut. Solche Momente sind unbezahlbar. Kein Geld der Welt kann das kaufen. Genau. Und seitdem machen wir das jedes Jahr. Ein Wochenende in den Bergen. Nur die Familie, kein Stress, keine Handys. Es ist jetzt unsere kleine Tradition. Habt ihr auch Familientraditionen, liebe Zuhörer? Etwas, das ihr jedes Jahr zusammen macht? Schreibt es uns. Ja, schreibt es uns. Ich liebe solche Geschichten sehr und jetzt bin ich dran. Also mein glücklicher Moment war etwas anders. Kleiner vielleicht, aber genauso schön. Erzähl, ich bin sehr gespannt. Also ihr wisst vielleicht, dass ich sehr gerne koche. Backen, kochen, alles in der Küche macht mir Freude. Für mich ist Kochen wie Meditation. Wenn ich in der Küche bin, vergesse ich alles andere. Stress, Probleme, alles weg. Und das Kochen habe ich von meiner Oma gelernt. Das weiß ich. Dein Apfelkuchen ist übrigens der beste, den ich je gegessen habe. Wirklich. Ha, danke. Also meine Oma ist 82 Jahre alt. Sie wohnt in einem kleinen Dorf nicht weit von hier. Eine wunderbare Frau. Vor einem Jahr hatte sie Geburtstag. Sie wurde 81. Ich wollte ihr etwas Besonderes schenken. Aber was? Sie braucht keine Sachen, keine Kleider, keine Bücher. Sie sagt immer, ich habe alles, was ich brauche. Das sagen viele ältere Menschen. Sie schätzen Zeit und Erlebnisse viel mehr als Dinge. Genau.
Also habe ich beschlossen, ich koche für sie. Ein ganzes Menü. 3 Gänge. Ich habe meine Mutter gefragt, was Oma am liebsten isst. Und dann habe ich Linsensuppe gemacht, Rinderbraten mit Klößen und als Dessert ihre absolute Lieblingstorte, Schwarzwälder Kirschtorte. Oh, Schwarzwälder Kirschtorte. Die ist nicht einfach zu machen, oder? Mit der Sahne, den Kirschen, dem Schokoladenboden. Sehr schwierig. Ich habe sie 2-mal geübt, bevor ich sie für den Geburtstag gemacht habe. Beim ersten Mal war die Sahne nicht fest genug. Beim zweiten Mal war der Boden zu trocken. Aber beim 3. Versuch war sie endlich perfekt. Du hast 3-mal geübt. Das ist echte Liebe, Emilia. Wirklich beeindruckend. Ich wollte, dass alles perfekt ist. Am Morgen vom Geburtstag bin ich sehr früh aufgestanden, um 6 Uhr. Ich habe alles gekocht und gebacken, dann bin ich zu meiner Oma gefahren, mit allem dabei. Und wie hat sie reagiert, als sie dich gesehen hat? Als sie die Tür aufgemacht hat und mich mit all dem Essen gesehen hat, hat sie geweint. Echte Tränen, aber gute Tränen, Freudentränen. Sie hat mich fest umarmt und gesagt, du hast mein Herzkind. Oh, das ist so rührend. Ich bekomme selbst fast Tränen in den Augen beim Zuhören. Wir haben dann zusammen gegessen und geredet. Nur wir 2, den ganzen Nachmittag. Sie hat mir so viele Geschichten aus ihrem Leben erzählt, wie sie meinen Opa auf einem Dorffest kennengelernt hat. Er hat sie zum Tanzen eingeladen und sie hat sofort gewusst, das ist der Richtige. Das ist wirklich wie in einem Film. Romantisch und wunderschön. Und wie lange waren Sie verheiratet? Fast 55 Jahre. Mein Opa ist leider vor 6 Jahren gestorben. Meine Oma vermisst ihn sehr. Aber an diesem Geburtstag hat sie so viel gelacht. Und das hat mich so glücklich gemacht. Ihre Freude war mein größtes Geschenk. Das ist eine wunderschöne Geschichte, Emilia. Keine teuren Geschenke, sondern Zeit und Herzblut. Das ist die beste Art, Liebe zu zeigen. Genau das denke ich auch. Und ich sage euch, liebe Zuhörer, wenn ihr jemandem etwas Schönes tun wollt, tut es jetzt. Wartet nicht auf den richtigen Moment. Der richtige Moment ist heute. Sehr wahr. Habt ihr auch schon einmal etwas Besonderes für jemanden gemacht? Für eine Oma, einen Opa, einen Freund? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir lesen wirklich jeden Einzelnen. Ja. Und manchmal machen uns eure Kommentare selbst sehr glücklich. Ich erinnere mich an eine Nachricht von einem Hörer. Er hat geschrieben, dass er durch unsere Episoden Deutsch gelernt hat und dadurch einen neuen Job in Deutschland gefunden hat. Das ist wirklich fantastisch. Solche Nachrichten bedeuten uns alles. Wenn Deutsch euer Leben verändert hat, schreibt es uns unbedingt. Wir freuen uns so sehr darüber. Ich denke, das ist auch das Schöne an diesem Thema heute. Glück kommt in so vielen Formen. Eine Wanderung in den Bergen mit der Familie, ein selbstgekochtes Essen für die Oma oder eine einfache Nachricht von jemandem, der sagt, ihr habt mir geholfen. Ja, Glück ist überall, wenn man es sucht. Manchmal muss man nur innehalten und genau hinschauen. Sehr gut gesagt, Henry. Okay, wir kommen jetzt zum Ende unserer heutigen Episode. Aber vorher noch eine letzte Frage an euch, liebe Zuhörer. Was macht euch glücklich? Groß oder klein, es spielt keine Rolle. Schreibt es uns in die Kommentare. Ja, wir sind sehr gespannt auf eure Antworten. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert unseren Kanal und drückt die Glocke, damit ihr keine Episode verpasst. Wir sind jede Woche für euch da. Und teilt die Episode mit Freunden, die auch Deutsch lernen. Je mehr wir sind, desto schöner ist unsere Community. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer. Genau. Es war wunderschön heute mit euch. Bleibt gesund, bleibt fröhlich und denkt daran, Glück ist überall um euch herum. Man muss es nur sehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, liebe Freunde. Bis zur nächsten Episode bei Dankecast Deutsch. Tschüss. Tschüss, tschüss, macht es gut.